Wenn man eins über Blockstar sagen kann, dann, dass er Fan von deutscher Architektur ist. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, das Video heute könnte unter dem lustigen Spruch lauten: In der Regel ist Kobi ein guter Bau. Denn wir sprechen heute über komische graue Klötze, deutsche Architektur der 40er Jahre. Wir sprechen über das Kobi Set 3136 im Maßstab 1:35, The German Bunker, Regelbau 667. Ein deutscher Bunker. Und nichts triggert mich mehr als Bunker. Ich weiß nicht warum. Ich hatte lange Zeit eine Riesensammlung an Lektüre nur um Bunker. Der Regelbau oder die Regelbauten waren auch da drunter. Grüße gehen raus an meinen lieben Freund Martin, der mir diese Bücher eine lange Zeit ausgeliehen hat. Aus diesem Wissen wollen wir ein bisschen heute schöpfen, wenn wir uns das Set im Review genauer anschauen. Natürlich schauen wir es uns gleich auf dem Bautisch an und dann gibt es hoffentlich für euch genauso spannende Fakten wie für mich. Ich freue mich, aber erst hier anschauen den Inhalt des Kartons auf dem Bautisch. Da liegt es, das Kobi Set 3136, natürlich aus der Historical Collection World War II. Unser 642 Steine schwerer German Bunker, Regelbau 997 im Maßstab 1:35 mit 2 Minifiguren. Und da diese Minifiguren nicht alleine sein sollen, habe ich natürlich noch etwas dazu, was wir besprechen. Es gibt natürlich noch mal ein kleines Erweiterungsset, das ich finde, das ganz gut hierzu passt, nämlich das Kobi Set 2060 German Infanterie. 3 Soldaten-Minifiguren, die wir, denke ich mal, ganz gut hier zu unserem Bunker dazu uns im Review anschauen können. Der Bunker hat eine Besonderheit, ihr seht es schon hier, wir sehen es hier auf der Rückseite, nämlich eine 5 cm Kampfwagenkanone 39L60 im Bunker verbaut, neben unseren 2 Figürchen. Daher können wir den Bunker auch aufmachen, können reinschauen. Wir haben hier etwas Accessoires und wir können auch die Türen öffnen, was ja eigentlich ganz sinnig ist. Minifiguren habe ich schon erwähnt und Accessoires auch. Und was ich ganz gut finde, ist, der Bunker hat hier so einen gewissen Used Look. Schauen wir uns aber trotzdem einmal an, was sich im Bunker verbirgt. Und obwohl ein Bunker sehr schwer ist, zeige ich euch jetzt, dass man einen Bunker auch fliegen lassen kann. Ja, Freunde, da haben wir unsere 2 Bautüten unseres Kobi Sets 3136 auf dem Bautisch. Eine Anleitung in DIN A4 mit einer Klammer bzw. 2 Klammern zusammengeheftet. Und wir haben eine, tada, ja, diese Farbe bestimmt auf jeden Fall unser Set. Eine Plate in Light Bluish Gray, also der Kobi-Variante, mit einer Länge bzw. Breite von 8 Noppen mal 16 Noppen. Die Farben, die hier unseren Bunker bestimmen, werden natürlich Light Bluish Gray sein und ein bisschen das Senfgrün oder Senfgelb der 5 cm Kampfwagenkanone. Die 2 Tüten gucken wir uns dann gleich im Speedbild an, wenn ich die Steine zusammenklemme. Kurz schauen wir in die Anleitung rein. Wie gesagt, DIN A4 habe ich euch gesagt, natürlich Pad Printed, das heißt, wir haben hier keine Aufkleber. Wir achten natürlich, dass wir hier die Legende haben, da achten wir drauf und schauen uns die Kobi Sondersteine an. Keine Angst, für alle neuen Kobi Steine sind zu 100% mit Lego kompatibel. Trotzdem gibt es bestimmte Abarten, Wedges, Slopes, die es von Lego so nicht gibt. Und deswegen gibt es hier immer so eine kleine Legende. Wir fangen mit der Tüte 1 an, die ich jetzt so schön aus dem Bild geworfen hatte. Da ist sie. Wir reißen die auf, verteilen die Steine nach Form, Farben, Spaß, Faktor, Geruch, Geschmack, wie auch immer ihr das wollt. Ob in Tüten, in kleinen Tellerchen, in Gläsern, in Häufchen, wie auch immer, macht's wie ihr es möchtet. Und dann bauen wir drauf los alle Steine, die wir in der Bauabschnittstüte 1 haben. Der erste und aktuelle Baustep ist immer der farbliche. Der Rest, das Vergangene, ist ausgegraut. Pfeile weisen uns den Weg und wir haben so kleine Anlegehilfen. Da brauchen wir keine Noppen zählen. Und in den Rechtecken mit den runden Kanten hier finden wir das, was wir an Steinen verklemmen. Fertig sind wir dann natürlich zum Schluss mit der Kanone beim Baustep. Tada!
191, wenn wir den Deckel auf den Bunker machen. Natürlich sind wir dann schon längst bei der Bauabschnittstüte 2 angelangt. Auf den letzten Seiten dann immer seit neuestem bei Kobi, oder seit längerem vielmehr, seit neuestem ist ja immer subjektiv, eine Zusammenbauhilfe für die Minifiguren und die Steine, die es im Set gibt. Sollte ein Stein fehlen, habt ihr hier die Nummer und könnt es hier auf dem Service-Part der Webseite von Kobi gleich monieren. Dann gibt es Werbung. Alle Sets hiervon habe ich euch irgendwie schon mal vorgestellt. Hier nicht die aktuelle Version, aber die davor. Auf der Rückseite dann auch noch mal ein bisschen Werbung. Generell, wenn ihr mehr Kobi sehen wollt, schaut einfach hier oben auf der Kobi Playlist nach. Da findet ihr fast alle Reviews von mir und ich habe auch sehr, sehr viele Kobi-Sets schon reviewt. Deswegen das fast alle. Ja, aber nicht über fast reden, sondern über Fakten. Die bekommt ihr nämlich jetzt zu den deutschen Bunkern. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und mir ganz uneigennützig beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute geht es um ein gewaltiges Kapitel aus der Geschichte der deutschen Wehrmacht, die Regelbaubunker des Zweiten Weltkriegs. Beton, Stahl, Maschinengewehre und Normen. Klingt technisch, ist es auch. Aber hinter diesen tristen Mauern steckt eine fast unglaubliche Geschichte von Planung, Bauwut und einem Größenwahn, der buchstäblich in Stein gemeißelt wurde. Schon in den frühen 30er Jahren begannen Planungen für militärische Verteidigungsanlagen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde rasch mit dem Aufbau einer sogenannten Festungsfront begonnen. Das Ziel: Deutschland militärisch uneinnehmbar machen. Der Begriff Regelbau kam jedoch erst einige Jahre später ins Spiel, als man erkannte, dass man nicht jedes Bauwerk neu planen konnte. Stattdessen sollten standardisierte Bunkertypen entwickelt werden, wie Legosteine mit klar definierten Eigenschaften. Der Vorteil: schnellerer Bau, niedrigere Kosten, einheitliche Anforderungen für Material und Personal. Im Jahr 1937 wurde schließlich der sogenannte Regelbaukatalog eingeführt. Dieser Katalog war eine Art Baukasten des Grauens. Er enthielt über 600 verschiedene Bunkertypen, nummeriert und beschrieben bis ins kleinste Detail. Jede Regelbaunummer stand für einen ganz bestimmten Zweck, etwa Mannschaftsunterkunft, MG-Schartenstand, Artilleriebeobachter, Sanitätsbunker oder Funkzentrale. In vielen Fällen gab es sogar Varianten, angepasst an Geländeverhältnisse oder zusätzliche Anforderungen. Dabei war eines entscheidend: der Schutzgrad. Die Wehrmacht unterschied dabei 3 Hauptstufen. Ständig befestigt bedeutete Wandstärken von bis zu 2 Meter Stahlbeton. Das war der höchste Schutz, der selbst schwerem Artilleriebeschuss widerstehen konnte. Verstärkt feldmäßig lag bei rund 1 Meter. Und schließlich feldmäßig einfach, was lediglich 30 bis 70 Zentimeter starken Beton bedeutete. Solche Bauten waren schnell errichtet, aber auch leichter zu zerstören. Die Bunker selbst waren durchdacht, jeder Raum hatte eine festgelegte Größe. Der Eingang war oft durch einen Splitterschutzgang gesichert, ein Z-förmiger Korridor, der das Eindringen von Druckwellen und Granatsplittern verhindern sollte. Fenster gab es keine, aber dafür Scharten, also schmale Schießscharten für Maschinengewehre oder Beobachtungsgeräte. Die Lüftungssysteme arbeiteten mit Handkurbeln und oft waren Gasfilteranlagen eingebaut, um einen chemischen Angriff zu überstehen. Ein typisches Beispiel ist der Regelbau 6D, ein einfacher Mannschaftsbunker für 10 Mann mit einem Aufenthaltsraum, einem kleinen Vorratsraum, einer Notausstiegsluke und einer Handkurbelbelüftung. Die gesamte Innenfläche betrug rund 20 Quadratmeter und dennoch galt der Bunker als komfortabel. Immerhin war man darin vor Bomben geschützt. Doch es gab auch wahre Giganten. Besonders an der Atlantikküste entstanden gigantische Festungswerke. Der sogenannte Atlantikwall, ein Prestigeprojekt Hitlers, sollte Westeuropa vor einer alliierten Invasion schützen.
Zwischen 1942 und 1944 wurden entlang der französischen, belgischen, niederländischen, dänischen und norwegischen Küste mehr als 12.000 Bunker nach dem Regelbauprinzip errichtet. Allein in Frankreich entstanden über 8.000 davon. Einer der monumentalsten Regelbauten war der sogenannte R117A, ein Krankenhausbunker mit mehreren Behandlungsräumen, Lagerflächen und sogar Operationssälen mitten im Betonmassiv. Es gab auch Artilleriebunker mit Platz für komplette Geschützstellungen wie den Regelbau 602, der für schwere Geschütze mit Kaliber über 20 cm konzipiert war. Manche waren sogar unterirdisch verbunden, sodass ganze Verteidigungslinien entstanden. Aber wie wurde das alles gebaut? Mit viel Beton, genauer gesagt mit über 10 Millionen Kubikmeter allein für den Atlantikwall. Ein Regelbau des Typs 10 konnte rund 2500 Tonnen wiegen. Der Beton musste bestimmte Normen erfüllen, mindestens 2500 Kilogramm pro Kubikmeter, armiert mit Stahlgittermatten. Die Schalungen, also die Holzformen für den Guss, wurden mehrfach verwendet, was das Bauen effizienter machte. Doch der Bau hatte seinen Preis. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch menschlich. Denn viele der Arbeiter waren Zwangsarbeiter aus Osteuropa, Kriegsgefangene oder zwangsverpflichtete Zivilisten. Die Arbeit war hart, gefährlich und oft tödlich. Bis Kriegsende entstanden über 100.000 Bunker und Festungsbauwerke nach dem Regelbauprinzip, nicht nur entlang der Küsten, sondern auch im Inland. Am Westwall, im Bereich der Oderfront, in Norwegen, auf den Kanalinseln und sogar in Nordafrika. Und heute? Viele dieser Bauwerke sind erhalten geblieben. Einige wurden zu Museen umgebaut, andere stehen leer und verfallen langsam. Manche wurden zu Wohnhäusern oder Lagern umfunktioniert, weil der Rückbau schlicht zu aufwendig wäre. In der Normandie, bei Calais, in Dänemark oder auf Guernsey kann man sie heute noch besichtigen. Manche sogar mit originaler Innenausstattung. Einige Enthusiasten kartieren heute diese Anlagen akribisch. Es gibt sogar Apps und Webseiten, auf denen man die Bunkertypen identifizieren kann anhand von Grundrissen, Bunkernummern und Baujahr. Fazit: Die Regelbauten waren mehr als nur Betonklötze, sie waren Ausdruck eines Systems, das Effizienz, Organisation und militärische Dominanz über alles stellte. Und obwohl sie militärisch letztlich nutzlos waren, denn sie konnten die Invasion in der Normandie nicht verhindern, stehen sie noch heute als stille Zeugen einer Zeit, in der selbst der bewaffnete Konflikt normiert wurde. Ja, Freunde, nach 2 Stunden Bauzeit steht er da. Für euch erstmal hier noch etwas auseinandergenommen. Warum, weshalb, wieso, komme ich gleich dazu. Unser Kobi-Set 3136 German Bunker Regelbau 667. Komisches Wort, weil eigentlich auf Deutsch der deutsche Bunker Regelbau 667 oder wie es genau heißt, Regelbau 667 Kleinstschartenstand für 5 cm KWK links flankierend. Warum links flankierend? Weil wir hier links diesen Betonsteg haben. Ihr habt es ja gerade bei den Fakten gehört, bürokratisch ging es damals zu, wird es heute wahrscheinlich auch noch sein. Deswegen hier der korrekte Name, Kleinstschartenstand für 5 cm KWK links flankierend, der Regelbau 667. Der Bautisch ist voll. Warum? Naja, ich habe euch gesagt, zu diesem Bunker, zu denen ja 2 Minifiguren gehören, die wir uns gleich anschauen, passt eigentlich ganz gut noch unser Figurenpack, der auch ganz neu rausgekommen ist von Kobi, die 2060. Die schauen wir uns gleich an, German Infanterie. Dann müssen wir natürlich den Bunker irgendwie vergleichen mit den ersten großen Kobi-Bunker aus der Company of Heroes 3 Serie, die 3043 German Fighting Position, die ich mit euch mal in einem Stream gebaut habe. Und dann müssen wir, ich habe euch gesagt, ich habe das Set hier für euch auseinandergenommen, um gleich mal ein bisschen in die Details gehen zu können, auch über diese 5 cm KWK sprechen. Deswegen habe ich 2 Kobi-Sets hier links wie rechts, quasi auch links und rechts flankierend hingestellt, die nämlich im Original auch die 5 cm Kampfwagenkanone verbaut hatten. Nämlich einmal unser Puma, das Sonderkfz 234-2 und der Panzer 3 hier in der Ausführung J mit der kurzen
5 cm KWK. Kleine Fakten noch zum Regelbau 667. Man brauchte für diesen Bunker 165 Kubikmeter Beton, 4 Tonnen Rundstahl. Die Kanone hatte ein Seitenrichtfeld, also diese hier, von 60 Grad und ein Höhenrichtfeld von -9 Grad bis +15 Grad. Und im Bunker waren 114 Schuss für die Kanone hinterlegt. Die Besatzung hier war nicht dauerhaft im Bunker stationiert. Eigentlich war dieser Bunker vergraben. Und wenn wir uns gleich den Bunker angucken, hinten gibt es so einen Ausgang, da ging dann eigentlich der Laufgraben dran, wo dann weitere Gebäude standen oder Unterstände, wo halt dann die Besatzung quasi eingelagert war, wenn man es mal so sagen möchte. Kommen wir aber, bevor wir uns die Figuren angucken, nämlich die Besatzung, einmal zur Anleitung. Die ist relativ schnöde, sie lässt sich gut wegbauen, sie hat das neue weiße Design, relativ wenig Bausteps pro Seite, sehr groß, höchstens mal so 2, 3 oder 4, aber ich finde sie jetzt nicht aufregend, die Anleitung. Sie lässt sich gut bauen. Das Set hat sowieso ein paar tolle Bautechniken, nämlich, dass wir hier mit Hinges arbeiten, ganz viel klar bei den Türen, aber auch, dass wir den Innenraum schön bauen. Der Innenraum hat auch eine tolle kleine bedruckte Karte. Die Kanone ist vom Bau her richtig nice und auch das Grünzeug fand ich jetzt hier gar nicht so unpassend, wobei hier so einen 1x1er Roundplate in dieses Kaugummi-Grünteil reinzudrücken nicht gut ging. Müsste man gucken im Speedbuild, da habe ich richtig viel Kraft für gebraucht. Wie gesagt, richtig schön war der Bau, den wir mit den Hinges gemacht haben, damit wir diese Schrägen hinbekommen. Dieses flankierte, da sehen wir den Hinge, wie es verbaut ist, hier auch beim Baustep 59. Also leicht zu bauen, wirklich, da kann man nichts sagen. Und das Schöne ist ja auch, wir haben richtig massive große Bricks. Das sieht man auch hier bei der Teileanzahl, dass wir richtig tolle, große graue Steine haben. Also für die, die große Steine brauchen oder jetzt hier mehr Bunker bauen wollen, für die ist sicherlich dieses Set und der andere Bunker, die 3043, gute Sets, weil wir hier wirklich massive große Bricks haben, Standardsteine in Grau. Das zur Steineanzahl. Wir haben natürlich eine Menge Steine noch so über, beziehungsweise als Accessoires dabei, sage ich mal. Über hält sich in Grenzen, sind meistens Steine für die Kanone. Hier Bauriesenumkehr, einmal 1er Plates, die halben, eine ganz halbe Fliese und halt Bars, eine C-Clamp und die berühmten Bügelperlen sowie den Bügelperlenapplikator. Dann habe ich gesagt Accessoires. Wir haben 2 Tonnen, ganz cool, kann man immer nie genug haben. Wir haben Munitionskisten, 2 Stück, kann man auch nie genug haben, kann man auch an seine Fahrzeuge klemmen, finde ich gut. Dann haben wir Stielhandgranaten, da kann man auch nie genug haben. Was ich ganz cool finde, ist, wir haben für unsere Figuren eine Lampe gebaut. Ne, sieht cool aus, könnte auch ein Suppenbehälter sein aus Glas, finde ich richtig gut. Und absolutes Highlight irgendwie für mich, dieses gebaute Funkgerät. Eine toll bedruckte Plate hier und dazu dann auch mal dieses typische Kobi Funkgerät Teil, Formteil, was es schon bei Kobi sehr lange gibt, schon seit Small Army, und man hier hinten auch mit bestimmten Kobi-Rucksäcken auch den Figuren hinten dran machen kann. Also hier ganz cool. Warum das hier so lose rumfliegt, zeige ich euch gleich noch, denn wir haben Innenraum in unserem Bunker, da soll das drapiert werden. Gucken wir uns die Figuren an. Die sind für mich das Highlight absolut im Set. Wir haben hier nämlich einen Herrn mit einem weißen Blitz auf der Schulter. Das ist kein böses Symbol, sondern wir haben hier einen Soldaten der Nachrichtentruppe. Wir haben hier einen Funker. Deswegen habe ich euch auch gerade das Funkgerät gezeigt. Finde ich richtig, richtig cool. Gefällt mir. Also Kobi legt immer mehr Detail auf die Figuren. Das ist der Hammer. Dann haben wir hier einen Lanzer. Guckt, ja, typisch grimmig rein, hat hier so einen Y-Tragegurt mit Munitionstaschen, hat auch hier ein Abzeichen, dass ich es nicht so ganz erkennen kann. Wenn ihr es erkennen könnt, könnt ihr ja mal gerne es in die Kommentare schreiben. Hier dann Gasmaskenbehälter, Wasserflasche und hier dieser Y-Riemen. Also von hinten richtig detailliert bedruckt die Figur und dann den berühmten Karabiner, den wir ganz oft in diesem Set haben. Dann haben wir noch Sandsäcke. 5 Stück an der Zahl, hier in so einen Karamell-Orange, nenne ich es mal. Und dann haben wir unseren Bunker und die Kanone. Ich würde die Kanone euch zuerst zeigen, die ist ja natürlich eigentlich verbaut.
aber sie hat super tolle Drucke. Sie ist detailliert gebaut, sie ist kleinteilig gebaut, das mag ich. Wir haben hier Sichtschlitze, wir haben hier die Drehräder zum Richten, wir haben hier einen kleinen Sitz, passt natürlich so nicht ganz maßstabsmäßig, aber cool bedruckt hier diese runden Plates, diese Fliesen, das gefällt mir richtig gut. Und dann halt hier auch den Auswurf, den Bolzen, so alles schön dargestellt. Sehr kleinteilig, sie lässt sich richten, sie ist hier unten durch das Achselement sehr wabbelig, aber wird natürlich im Bunker selber gleich, ihr könnt es erahnen, hier klemmen wir es drauf, festgehalten in seinen Richtbereich. Also gefällt mir ganz gut und auch hier dieses den Mündungsbedämpfer, die Mündungsbremse, die ist auch ziemlich fest. Ich habe das oft gehabt bei Kobi, dass die Mündungsbremse sehr locker sitzt, also vom Gussradius hier im Loch nicht eng genug ist. Hier passt es aber, gefällt mir gut. Also ein schönes Teil. Ihr könnt die Kanone auch sogar ausbauen, was anderes hinterstellen und sie vielleicht sogar in euer Afrika-Diorama stellen oder sonst irgendwas. Sie gab es ja auch stationär im Einsatz. So, dann schauen wir uns den Bunker an. Der Bunkerbau hat mir, wie gesagt, richtig Spaß gemacht. Ich habe es euch gesagt. Ich schiebe die Figuren und die Accessoires mal zur Seite. Brauchen wir eh gleich noch. Hier ist die Flankierung, habe ich euch gesagt, mit Hinges verbaut. Alles schön abgedeckt hier mit schönen Slopes. Wir haben hier eine glatte Oberfläche, wo die Kanone rauskommt. Wir haben sogar weggesprengten Beton mit Schläuchen angedacht, dass die Armierung durchkommt. Hier sind die Hinges, da seht ihr die Kaugummiformteile. Wir haben überall auch Steine, die kaputt sind. Also diese berühmten Kobi-Steine, die so angemackt sind. Hier haben wir auch so einen Vorsprung, der kaputt geht. Hier würde dann, was ich gesagt habe, der Laufgraben weggehen. Jetzt habe ich so oft hier gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich zeige mit dem Finger auch drauf. Also das ist der Ausgang und da ging dann der Weg weg. Überall grün, überall die Macken, überall Used Look und wir können das Dach abnehmen und deswegen habe ich es auch nur so locker drauf gedrückt und ihr seht auch, dass wir dort Macken haben, Risse haben, hier mit richtig Lochunterbauung. Es hat Spaß gemacht und trotzdem haben wir hier massiv viele Plates. Ein großer Nachteil finde ich von diesem Set, erstmal auch wieder hier Bauchringsumkehr, schön schräg gemacht. Ein Nachteil ist für mich, dass wir nicht wie bei der 3043 hier grüne Plates drunter haben, sondern dass der Bunker so lose liegt. Das ist immer gefährlich beim Anfassen, zeige ich euch gleich warum. Das heißt also, wenn ihr den Bunker irgendwie auf eure Plates bauen wollt, braucht ihr auf jeden Fall Jumper Plates, damit ihr hier den Bunker schräg platzieren könnt oder viele glatte Fliesen. Das ist leider ein bisschen schade. Bei Kobi sind die Steine sehr teuer. Wenn ihr das mit Lego machen wollt, da kommt man dann eher leichter dran. Ja, hier wie gesagt die weggeplatzte Armierung. Wir sehen hier, dass wir mit vielen kleinen Teilen bauen und auch C-Klemms, damit wir die Armierung so darstellen können. Und dann hier der Innenraum. Und deswegen sage ich, da habe ich es sogar schon gemacht, sehr schwierig, wenn man den anfassen möchte. Ich habe intuitiv immer hier an der Seite angefasst, aber da haben wir einen Tisch verbaut, den wir hier auf eine 2x2er Plate gepackt haben. Und wenn man hier drunter packt, dann fällt der Tisch immer ab. Wir haben in der einen Ecke Waffen, also 2 Karabiner. Ich habe euch gesagt, wir haben noch mehr Karabiner in diesem Set. Wir haben eine MP40, wir haben eine Tür, sogar richtig cool mit Verschluss, von innen verschließbar, macht ja auch Sinn, nicht von außen, sondern von innen. Man möchte nicht, dass ein böser Bub reinkommt. Und wir haben als Highlight, das wollte ich euch zeigen, hier eine Karte von Cherbourg bzw. der Normandie. Die Karte ist das Highlight, finde ich. Also wirklich sich hier richtig Gedanken gemacht. Und der Tisch ist natürlich dafür da, damit wir dann zum Beispiel, ich habe es euch gesagt, die Lampe draufstellen können oder das Funkgerät. Oder wie ihr möchtet. Natürlich schade hier mit dem Funkgerät, wenn wir es da draufstellen, dann ist natürlich hier die Karte verdeckt und wir haben keine Noppen. Ne? Es fällt natürlich runter, ist klar. Trotzdem ist da eurer Fantasie keiner Grenze gesetzt. Auch schön, dass wir diese runden Schiffsteile haben, diese ganz dollen runden Slopes. Es ist sehr kleinteilig gearbeitet, somit haben wir auch wirklich einen Bunker-Look und ganz, ganz toll finde ich halt wirklich diese Armierung, die wir, beziehungsweise diese Flankierung, die wir reingebaut haben mit Hinges. Das ist richtig cool gelöst. Also richtig toller Bunker. Der sieht hier wirklich historisch aus im Vergleich zu unserer German Fighting Position mit den Balkenkreuzen. Das habe ich nie verstanden. Jetzt zeige ich euch, wie die Kanone da reinkommt. Ihr könnt es euch erahnen, hier mit der 2x4er Plate. Wir packen das Rohr da rein, so, und dann einfach hier unten drunter geklemmt. So, zack, und schon ist die Kanone dort drinne. Ihr seht,
Man kann sie leicht schwenken, beziehungsweise ist sie sehr labberig. Klar, jetzt halte ich es euch so schräg, da ist das eh so. Dann lasst uns noch mal ganz kurz von unten schauen. Da sehen wir auch viele Plates. Also da seht ihr auch, wo ihr dann Jumper oder Tiles, also Fliesen, anbringen müsst, damit ihr den Bunker euch dann so hinstellen könnt. Und dann kommt das Dach drauf. So, zack, zack. Und fertig ist der Bunker und er sieht richtig cool aus. Und man merkt, dass die German Fighting Position dann hier absolut dagegen verliert. Die wird wirklich aus wie ausgedacht. Hier haben wir historisches Vorbild und das gefällt mir richtig gut, gerade mit der richtig tollen schrägen Armierung. Beziehungsweise mit der abgeplatzten Armierung, die schräge Flankierung, so ist es richtig. Wir packen nochmal die Fässer dahin und lassen es ein bisschen so aussehen wie auf den Karton. Und dann zeige ich euch natürlich noch die 2060, die 3 Minifiguren dazu. Also dieses Set werde ich mir sicherlich noch ein- oder zweimal besorgen. Ich weiß, der Preis ist relativ happig, aber Kubi-Steine einzeln kaufen ist auch happig. Ich habe es neulich in einen in einen Stream erzählt, wo ich ein Fahrzeug mit Ketten gebaut habe. Ihr könnt ja mal raten, was kostet bei Kubi nachzubestellen ein Kettenglied. So ein kleines Kettenglied. Schreibt mir es mal in die Kommentare. Spinkst mal nicht bei Kubi nach. Schreibt mir mal, was ihr denkt, was so ein Kettenglied nachbestellen bei Kubi kostet. Dann wisst ihr, was Kubi-Steine generell kosten. So, dann unseren Funker. Wie gesagt, diese Figur feiere ich total. Die gefällt mir richtig gut. Und dann unseren Infanteristen bzw. die Bunkerbesatzung. Und ich habe euch gesagt, die 2060, die hier steht, ich hole mal den Karton ganz kurz, da hat ja auch 3 Infanteristen. Natürlich passt dieses 33-Teile-Set nicht komplett eigentlich historisch dazu, denn, tada, da sind die Figuren. Ich zeige euch mal, warum nicht, weil wir hier zum Beispiel einen Soldaten haben. Also auch erstmal wieder super gut bedruckt. Ihr seht hier wieder total die Details. Hier Koppel voller Patronen, die Feldmütze bedruckt und die Ärmel. Hier haben wir also ein Edelweißzeichen und Gasmaskenbehälter, Wasserflasche. Hinten nicht bedruckt, aber auch wieder Karabiner. Und richtig toll auch hier mit einem Band. Gefällt mir. Schützenschnur oder sowas. Richtig coole Figur. Dann haben wir hier wieder einen Lanzer mit Umhängetasche für Karten oder Dienstglas. Auch wieder Munitionsgurt hier. Auch Ärmelabzeichen. Der würde natürlich mit auch hier noch der Nationalität auf dem Helm, dem frühen Helm, der würde natürlich ganz gut passen hier vielleicht zu unserer Bunkerbesatzung. Und dann haben wir hier auch noch einen mit Mantel. Guckt freundlich rein, obwohl er einen Mantel trägt. Auch hier wieder mit den Abzeichen, mit diesem Kubi-Rock-Formteil. Auch wieder hier mit einem Karabiner K98 und hier diesen Strumpf, ja, Sturmmaske, diese Strickmaske für das Gesicht. Gibt es hier einige ikonische Bilder von Soldaten, die sowas haben. Und dann hier Handschuhe. Also diese Figur gefällt mir am allerbesten. Ich finde halt, dass diese Figuren eigentlich ganz gut zu diesem Bunker passen. Und so haben wir sogar quasi 2 Sets in einem Reviewed. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, habe ich euch ja sogar noch mal den Puma gezeigt, den Panzer 3 und auch hier unseren, nicht Regelbau, ich will da auch immer Regelbau zu sagen, weil die hießen hier so, nein, unsere German Fighting Position. Ich hoffe, die Fakten haben euch Spaß gemacht, die waren mal interessant. Ich verlinke euch noch ein paar Ergänzungen zu den Fakten in der Videobeschreibung, natürlich auch wieder Quellen, wo ihr solche Sets kriegen könnt. Danke dann noch einmal an Martin, der mir hier wirklich ganz, ganz viele Bücher im Vorfeld ausgeliehen hatte für das Thema Bunker. Ich habe wirklich die letzten Jahre sehr, sehr viel über Bunker gelesen. Es fasziniert mich nicht, weil ich jetzt Konflikte toll finde. Nein, ich bin als kleines Kind, ich habe schon ganz oft in Videos erzählt, an der Atlantikküste gewesen mit meinen Eltern. Wir haben da Urlaub gemacht und dort standen ganz, 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 ganz viele Bunker. Und das waren für uns Kinder natürlich große Spielplätze. Es war faszinierend zu sehen, wie solche Bunker dann durch die Naturgewalten umgekippt sind, wie sie künstlerisch neu aufgearbeitet wurden. Es tolle Graffitis drauf. Denn ihr müsst euch vorstellen, in so einem Feriengebiet ist so ein Bunker ja eigentlich eher unpassend, aber die haben die oft lackiert. Und ich fand es immer faszinierend, wie diese Betonklötze da überhaupt hinkommen oder hingekommen sind. Und vor allen Dingen halt auch in welcher kurzen Zeit die gebaut wurden. Das habe ich euch gerade ja auch in den Fakten erzählt. Und vor allen Dingen, was die Natur
mit diesen großen Stahl-Beton-Dingern gemacht hat. Der Natur sind solche Dinge nämlich total egal. Ja, mir ist dieses Set nicht egal. Ich werde mir als Bunker-Fan noch ein, zwei dieser Sets kaufen. Muss ich ein bisschen sparen, aber hey, ich finde es klasse, weil man kann, ihr seht es schon, auch wenn es hier steht und eigentlich nicht passt, kann man sich was Schönes draus bauen. Und irgendwie kriege ich auch ein bisschen Call of Duty Vibes oder Medal of Honor Vibes. Da musste man ja auch so Bunker stürmen. Ich bin ja ein kleiner Gamer. Grüße gehen da raus in meine Zockerrunde, die Hellfish Force Clan Jungs, wo wir ab und zu mal Call of Duty spielen. Und da muss man auch den einen oder anderen Bunker bezwingen oder sich drin verstecken. Ihr könnt ja mal eure Meinung, eure Gefühle zu diesem Set von Kobi in die Kommentare schreiben. Findet ihr es der richtige Weg? Findet ihr es auch schade, dass wir hier keine Plates und keine Teils zum drunterstellen haben? Sonst habe ich wirklich an diesem Set absolut nichts auszusetzen. Und ich glaube, ich kann sagen, es ist das beste Kobi-Set der Welt, das keine Ketten und Räder oder Flügel hat. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und wie gesagt, liebe Freunde, ihr bekommt jetzt nochmal Detailbilder, wo ihr selber mal gucken könnt, ob das alles so in Ordnung ist, was der Onkel Blockstar euch erzählt. Und danach erzähle ich euch noch was, wenn wir uns mit dem Abschied in die Augen schauen, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr nun Detailbilder, damit ihr euch selber ein Bild vom gebauten Set machen könnt. Aber bevor wir zum Fazit kommen, gibt's noch ein paar Fakten aus der Geschichte. Diesmal über Bunker im Allgemeinen. Und da wird's richtig spannend. Bunker gehören zu den eindrucksvollsten Überbleibseln des 20. Jahrhunderts. Während des Ersten Weltkriegs dienten sie bereits als Schutz vor Artillerie, doch im Zweiten Weltkrieg erlebten sie ihren großen Durchbruch. Besonders der sogenannte Atlantikwall, ein gewaltiges Verteidigungsbauwerk der deutschen Wehrmacht, bestand aus über 12.000 Bunkern und zog sich entlang der gesamten Atlantikküste von Norwegen bis Spanien. Doch es geht noch extremer. In Albanien ließ der kommunistische Diktator Enver Hoxha ab den späten 60er Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 1985 ein wahres Bunker-Paranoia-Programm umsetzen. Aus Angst vor einem Angriff, egal ob von der NATO, der Sowjetunion oder Jugoslawien, ließ er im ganzen Land rund 700.000 Bunker bauen. Das bedeutet ein Bunker auf nur 4 Einwohner. Manche davon sind winzig, nur für eine einzelne Person, andere groß genug für ganze Einheiten. Heute sind viele davon Ruinen, andere wurden zu Cafés, Ateliers oder sogar Wohnungen umgebaut. Auch in der Schweiz, Polen, Frankreich oder Russland finden sich noch Tausende dieser stummen Betonzeugen. Einige waren Kommandozentralen, andere dienten als Luftschutzräume oder Munitionsdepots. Der wohl berühmteste Bunker der Welt, vermutlich der sogenannte Führerbunker in Berlin, das letzte Hauptquartier Adolf Hitlers. Und selbst heute, im 21. Jahrhundert, sind Bunker nicht verschwunden. Moderne Varianten finden sich in Regierungszentralen, unter Flughäfen oder als private Schutzräume. Bunker sind mehr als Betonklötze. Sie erzählen Geschichten von Angst, Verteidigung, Technik und manchmal auch Größenwahn. Und genau deshalb machen sie sich auch als Klemmbausteinmodell richtig gut. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als das in den sommerlichen Temperaturen Beton zu trocknen beginnt. Ein schönes Set, ich habe es euch gerade gesagt, ich habe hier wirklich nichts auszusetzen, außer vielleicht den Preis, aber die Preisdiskussion überlasse ich euch. Ein Set, das eine gute Erweiterung ist für Kobis Portfolio und für alle, die auf graue Steine stehen, denn wir haben hier massive Bricks drin. Also wer keinen Bunker haben möchte, hat aber hier ein absolut gutes Schlachtset. Und für die Minifigurensammler auf jeden Fall 2 Figuren, beziehungsweise eine, die in eurer Sammlung nicht fehlen dürfte. Schreibt mir eure Meinung mal gerne zu diesem Set und gerne auch Ergänzungen zu den Fakten unten in die Kommentare. Und dann noch ein kleiner Hinweis, denn ich möchte euch etwas ans Herz legen, nämlich meinen Kanal zu abonnieren. Schaut mal hier, die meisten Zuschauer haben meinen Kanal gar nicht abonniert. Dabei ist das ja kostenlos, tut keinen weh und hilft mir weiter, tolle Videos für euch zu machen. Ja, Freunde, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielleicht habt ihr einen schönen Urlaub. Ich habe ja auch ein bisschen über meine Urlaubserfahrung geredet. Lasst es euch gut gehen. Diesmal haben wir hier kein Fahrzeug, deswegen keine gute Fahrt oder keinen guten Flug. Deswegen sage ich einfach, habt einfach eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.